Willkommen zu einem weiteren Chaos Schrauber Video. Heute was Kleines für zwischendurch. Ich habe mir den STW Schlüssel geschnappt, weil ich möchte euch ein kleines Gadget zeigen, was irgendwie die wenigsten am Schirm haben, wenn es um Autoauslesen von Autos bis, was ist das, 96, 97 ohne OBD geht, weil die Autos beide haben noch den Consult-Stecker, der hier unten ist. Dort dieser graue Stecker. Jetzt steckt da schon ein Kabel drin. Und um dieses Kabel geht's. Das werde ich euch jetzt zeigen. Mal ein bisschen Platz hier. Rein in die gute Stube. Denn es gibt von der Firma Blitz ein Auslesegerät, das nennt sich RVIT Typ 2. Es gibt auch noch ein Typ 1. Typ 1 ist aber OBD und das hier ist Typ 2. Das ist für Consult. Ja, hier hat man ein doppelseitiges Klebeband, weil die meisten pappen dich das dann irgendwo hier hin. Und ich habe davon letztens einem Freund erzählt und wollte ihm eigentlich so zeigen, wie das aussieht. Ich muss aber sagen, ich habe selber sehr wenig Videos, Anleitungen oder sowas. Kam nichts. Und deshalb dachte ich, komm, ich hau ein ganz kurzes Video raus, wie das Ding aussieht und funktioniert. Ich mache mal Zündung an. Zack, da schaltet sich das Gerät ein. Mal gucken, können wir Spiegelungen weg. Ja. So. Das hier ist einmal der Sechsfachanzeiger. Der zeigt dir nachher Geschwindigkeit, Drehzahl, Wassertemperatur. 29 kommt hin, denn so viel Grad haben wir draußen. Batteriespannung, 11,4. Ja, die ist immer ein bisschen schwach. Throttle Position, also Drosselklappenposition und Zündwinkel. Aber es gibt auch noch diese Anzeige und diese Anzeige und diese Anzeige. Man muss dazu sagen, man kann bei all den Anzeigen auch die Werte da drin verändern. Hier Tacho, Batterie könnte ich jetzt ändern in, wie ging es da? In Throttle Position, sowas. Na, ich bleibe da mal aber bei meiner Batteriespannung. So. Dann gibt es noch neben den Anzeigen die Diagnose. Ein Sensorfehler, NOx-Sensor, wie immer. Der typische SL20-Fehler, der NOx-Sensor ist hinüber. Genau, hier gibt es noch einen Kommunikationsport, weil es gibt hier auf der Seite noch so ein Infrarot. Ach, guck mal, man kann mit der Kamera sogar sehen, den Infrarotport, weil es gab, passend zu dem Blitz RVIT, gab es noch ein RAFC oder sowas, ein Airfuel Regulator. Sowas ähnliches wie das da unten, das zeige ich gleich kurz dazu, das ist noch was anderes. Aber es gab noch eins, die konnte man dann nebeneinander packen, dann hat man die meistens hier irgendwo hingepackt und konnte dann neben dem Auslesen auch direkt ins Steuergerät eingreifen. Genau. Ja, ne, Einheiten verändern, das geht hier alles. Also das war Warnings setzen, kann man hier, ne, der piept dann, wenn irgendwelche bestimmten Drehzahlen überschritten werden. Man könnte sich da so ein Shift-Light oder sowas draus machen. Aufnehmen, abspielen, Kontrast verändern, Farbe verändern. Genau, das geht, glaube ich, Englisch und Japanisch, die beiden Sprachen. Ja, Peak clearen, ja, also da kann man schon einiges dran verändern. Dafür, dass dieses Gerät in Anführungsstrichen relativ günstig ist. Es gab es im Schnitt so
für 250 bis 300 Euro, wenn es hier ist. In Japan gibt es das was günstiger. Muss man halt dann importieren. Also, aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man kein Radio oder ein Android-Auslesegerät hat. Habe ich, glaube ich, im anderen Video auch schon gezeigt. Ich werde das nochmal irgendwann machen. Es gibt ja mittlerweile auch Consult Bluetooth-Adapter. Die habe ich mal eine Zeit lang importiert und hier vertrieben, um die Autos auszulesen. Aber für das Nötigste und das Schnellste ist dieses Gerät jedoch eine Wucht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Damit kann man wirklich die nötigsten Sachen, wie gesagt, man kann diese Werte hier austauschen gegen andere. Ja, ich finde es ganz geil. Kann man jetzt schön verlegen vom OBD-Kabel irgendwie hier durch die Armaturen rein. Aber wie gesagt, da die Autos hier eh verkauft werden, bleibt das hier nicht drin. Das nehme ich mit für meine Autos. Aber wenn jemand schon mal für alte Nissans zum Auslesen, es funktioniert auch nur mit Nissans. Wie gesagt, es gab noch einen Typ 1, das hat so einen OBD1-Stecker. Der funktioniert, glaube ich, auch auf anderen Herstellern. Ne? Das gibt es auch. Und ansonsten habe ich tatsächlich in diesem Auto, war damals der Nachfolger davon bei, in so einer Art, ja, ich habe es hier unten reingeklebt, weil ich es eigentlich kaum benutze, gibt es das Ganze auch noch in, ja, mit Farbdisplay und sowas, aber ja, bin ich nie mit warm geworden. Das ist auch fest verkabelt im Auto, das bleibt hier drin. Kann ich euch noch, ich glaube, ich kann euch noch Wert zeigen, wenn der an ist. Dann kann man sehen, da die Drehzahl, Temperatur, Batterie, Lichtmaschine 13,6 geht, Zündung der Fokus dieser GoPro nervt mich. Ich filme bald alles mit dem Handy. Es ist eine nervige Schande. Ja. Also, kleines, nettes Gerät. Schließt man einfach Plug and Play an. Man muss keine Kabel ziehen, nix. Man kann das einfach reinmachen. Und schon hat man die wichtigsten Informationen über sein Auto. Auf einem kleinen Display pappt man sich hier irgendwo hin. So schön. Und ja. So einfach funktioniert es. Manchmal hat man Glück, bei eBay so eins zu finden. Ansonsten Importeure von so Japan-Kram, da kriegt man sowas. Wer sowas möchte, mal Augen offen halten. In Japan findet man aus ein oder anderen alten Autos nochmal solche Geräte. Ja, das war ein kleines Video für zwischendurch. Eigentlich wollte ich heute im Kastenwagen die Wand einbauen, aber es ist so unsagbar heiß und heute war ein bisschen Besuch da. Deshalb gibt es das morgen und das hier für zwischendurch. Ciao, Kakao.